So, hallo, wunderschönen guten Nachmittag. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Joschia Kelzenberg. Ich bin Brandmanager bei Stackfield, darf Sie heute durchs Webinar führen und freue mich total, dass wir einen fantastischen Gast heute dabei haben, Dr. Sebastian Kraska. Sebastian, magst du dich kurz vorstellen? Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Sebastian Kraska. Ich bin einer der Gründer der IITR Datenschutz GmbH, von der Ausbildung her Rechtsanwalt und Kaufmann, aber ausschließlich im Datenschutzrecht tätig. Ja, und freue mich auf den Austausch heute. Genau, und jetzt, du hast es ja schon angestoßen, du arbeitest in einer Kanzlei, hast eine mitgegründet. Unser Thema heute ist sicheres Projektmanagement in Kanzleien. Und dann soll es auch schon losgehen, aber ihr wisst jetzt, wer wir sind. Wir können es nicht so richtig einschätzen, wer da auf der anderen Seite der Bildschirme sitzt. Deswegen haben wir 2 Umfragen vorbereitet, um mal einen kleinen Eindruck zu gewinnen und würden uns freuen, wenn Sie da einfach mal abstimmen. Ich starte mal die Umfragen. Zunächst würde uns mal interessieren, aus welchem Bereich Sie kommen. Und genau, können wir einfach abstimmen. Ich hoffe, man sieht die Umfrage. Ja, da kommen schon die ersten Stimmen rein. Und wir sehen ein recht ausgeglichenes Feld. Ich kann die Ergebnisse gleich präsentieren, wenn noch ein paar Personen abgestimmt haben. Ich gehe schon mal ins Präsentieren. Fast genau gedrittelt, ja. Ja, genau, wir sehen 2 große Blöcke, das sind Rechtsanwälte bzw. Kanzleien und Steuerkanzleien und ansonsten auch ein sonstiger Block, also Personen, die sich nicht aus diesen 3 Blöcken gemeldet haben. Wirtschaftsprüfer hingegen haben sich jetzt nicht für das Webinar angemeldet. Dann gucken wir mal weiter. Jetzt interessiert uns natürlich, inwiefern Sie schon Berührungspunkte mit Stackfield hatten. Und da kommt die zweite Umfrage, weil uns das eben auch enorm hilft, wie sehr wir ins Detail gehen, was wir vorwegnehmen müssen oder was wir vielleicht auch nochmal erklären müssen. Und deswegen starte ich einfach mal direkt die zweite Umfrage. Sebastian, wo würdest du euch da einordnen? Also zum einen natürlich in meiner Funktion als Rechtsanwalt ganz klar verortet bei den Anwälten und dann in der Datenschutzberatung, die wir über eine eigene GmbH durchführen, also die Unterstützung von Unternehmen als Datenschutzbeauftragte und die begleitenden Softwareprodukte. Auf jeden Fall in einer Branche, die in besonderer Weise auf Datenschutz und Informationssicherheit Wert legen muss, nicht? Also in unserer Funktion dann auch. Da freut es uns umso mehr, dass ihr dann auch auf Stackfield setzt. Jetzt sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir wirklich das Ergebnis geviertelt. Wir haben ein sehr, sehr heterogenes Zuschauerpublikum. Also es setzt sich quasi aus allen Bereichen zusammen. Manche nutzen Stackfield bereits ganz aktiv, andere wollen es ausweiten, optimieren. Es gibt Teilnehmer, die es erst testen und tatsächlich auch noch Leute, die noch gar nicht damit in Berührung gekommen sind. Umso besser, dann können wir heute mal zeigen, was damit möglich ist. Ich springe mal zurück in den Kameramodus, dass Sie uns sehen können. 2 organisatorische Dinge vorweg. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne in den Chat schreiben. Informationen zum Chat, der ist nicht öffentlich. Also Sie können uns Moderatoren, den Herrn Kraska und mich, anschreiben, im Idealfall mich, weil ich eben nebenher ein Auge auf den Chat habe. Aber Sie können nicht in den öffentlichen Chat schreiben. Darüber hinaus schreiben Sie einfach, was Sie interessiert. Wir versuchen es ins Webinar einzubinden, wenn es an der Stelle passt. Wenn es Fragen sind, die wir nicht direkt beantworten können, versuchen wir das im Nachgang zu machen. Wir nehmen auf jeden Fall alles wahr und freuen uns natürlich auch über Ihren Austausch. Was erwartet Sie heute? Wir sind jetzt gerade gestartet mit einem kleinen Willkommen. Gleich wird Herr Kraska beginnen und ein bisschen was über seine Kanzlei erzählen. Er wird erzählen, was so aktuelle Datenschutzthemen sind, die sie umtreiben und auch letztendlich, warum es dazu kam, dass IITR Datenschutz zu Stackfield kam und sich überhaupt gefragt hat, wir brauchen was Neues, wie kommen wir auf Stackfield und was machen wir eigentlich damit? Und dann wird es auch noch einen Blog geben, in dem wir konkret zeigen, wie man Stackfield in Kanzleien einsetzen kann. Also wir wollen konkrete Beispiele zeigen, wie man das Tool einsetzen kann. Da gibt es dann eben auch einen Tool-Einblick und vielleicht können Sie da auch so 1, 2 Kniffe mitnehmen, die wir vielleicht aus anderen Bereichen haben, die sich auch auf Kanzleien übertragen lassen. Und Sebastian, ich würde sagen, dann übergebe ich einfach mal das Wort an dich. Hier nochmal kurz, da haben wir nochmal den Titel. Wir sind Ihre heutigen Gastgeber und jetzt wird einfach der Herr Kraska etwas erzählen zu seiner Kanzlei. Genau. Ja,
Vielen Dank, Joschia. Also wir sind als Datenschutzbeauftragte seit über 15 Jahren tätig, unterstützen Unternehmen und Organisationen als Datenschutzbeauftragte, machen das nicht nur durch individuelle Beratung, sondern auch durch bestimmte softwaregestützte Pakete. Wir haben ein eigenes webbasiertes Datenschutzmanagementsystem. Wir haben ein eigenes E-Learning-System zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir haben ein eigenes webbasiertes ISMS-Kit zum Thema Informationssicherheitsmanagementsystem. Wir haben ein eigenes Auditsystem und eine Hinweisgeberplattform. Das heißt, wir sind, ich will sagen, nicht die ganz klassische Kanzlei, sondern es ist so eine Kombination aus Beratungstätigkeit und softwaregestütztem Angebot, um Unternehmen im Datenschutz und der Informationssicherheit zu unterstützen. Das erwähne ich deshalb, weil da natürlich dann auch eine gewisse Anforderung auch in unsere Projektvorbereitung und die Projektbegleitung bei der Softwareimplementierung auf unseren Schreibtisch kommt, weshalb dann auch Stackfield für uns eine sehr spannende Lösung war. Wir betreiben darüber hinaus auch einen YouTube-Kanal zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Auch das erwähne ich nicht ganz ohne Grund, weil da später auch nochmal Stackfield dann da eine Rolle spielt. Und wir betreuen den klassischen Mittelstand, KMU und auch Tochterunternehmen von US-Konzernen in diesen Bereichen. Vielleicht schildere ich mal an der Stelle, Joschia, warum wir zu Stackfield gekommen sind, beziehungsweise wie die Situation vor Stackfield war. Und ich muss dazu sagen, ich bin ansonsten auch nicht mit Stackfield irgendwie verbandelt. Also wir sind normaler Kunde und zahlen für das Produkt. Und Joschia hatte mich eben angesprochen, ob ich da ein bisschen mal über unsere Erfahrungen berichten konnte. Wir sind im Team über eine gewisse Größe hinausgewachsen, wo die Dinge nicht mehr einfach auf Zuruf organisierbar waren und wo wir auch mit den klassischen Kommunikationswegen wie E-Mail und so weiter einfach an Grenzen kamen, dass das nicht mehr übersichtlich möglich war. Und wir hatten dann, als wir uns so umschauten, Asana eingesetzt. Asana ist ein webbasiertes Tool, das aus den USA kommt. Das hatten wir dann am Anfang genutzt, um mit den Dienstleistern einfach ein wenig unsere Zusammenarbeit zu koordinieren, haben da aber nie in irgendeiner Weise vertrauliche oder personenbezogene Daten eingefügt. Und als dann die, ich sag mal, Anforderungen auch im Team wuchsen, das breiter einzusetzen, habe ich mich auf die Suche gemacht, welche datenschutzkonformen Alternativen es dort gibt, die unseren besonderen Anforderungen entsprechen. Und so kam ich auf Stackfield. Wenn du mal auf die Tempelgrafik wechseln könntest, denn das ist, ich sag mal, vereinfacht gesprochen, der Versuch, irgendwie die Datenschutzanforderungen, denen wir unterliegen, denen aber auch Sie unterliegen, denen Sie, kommen wir auch gleich darauf zu sprechen, auch als Kanzleien in besonderer Weise natürlich unterliegen. Dann, wenn wir also die Datenschutzanforderungen versuchen, ein bisschen einzudampfen auf die zentralen Aspekte, kommt man auf die Punkte, die Sie hier vor sich sehen. Ich nenne es unseren Datenschutztempel, so in Anlehnung daran, dass Datenschutz vielleicht auch was ist, an das man glauben muss. Und das ist also der begleitende Tempel. Schulung von Beschäftigten bildet immer die Basis. Und dann haben Sie 3 Säulen, auf denen das Ganze beruht. Das ist zum einen die interne Dokumentation, jetzt hier geschenkt für den vorliegenden Fall. Das zweite ist, dass wenn Sie Datenverarbeitungsvorgänge an Dritte auslagern, Sie mit diesen Dienstleistern einen Datenschutzvertrag abschließen müssen. Und da gilt insbesondere, dass es einen Unterschied macht, ob der Dienstleister in der Europäischen Union sitzt und ob er seinerseits die Datenhaltung auch bei Anbietern aus der Europäischen Union vornimmt oder ob es Drittlandtransfers gibt. Ist ja jetzt auch wieder in aller Munde, angesichts auch gerade der politischen Diskussion zwischen
EU und den USA, inwieweit und unter welchen Voraussetzungen man überhaupt außereuropäische, insbesondere amerikanische Diensteanbieter einsetzen kann und darf. Und das war jetzt zumindest für uns bei so einem Tool, wo wir interne Kollaboration organisieren möchten, eben ein entscheidendes Kriterium, dass wir dieses Thema der außereuropäischen Datentransfers nicht haben. Und das ist ein Aspekt, über den zumindest in meiner Wahrnehmung auch Stackfield sich immer definiert hat, zu sagen, wir sind ein europäisches Unternehmen und auch bei den Providern, die wir einsetzen zum Hosting der Daten, setzen wir auf rein europäische Dienstleister, so dass man dieses Datentransfer-Thema auch aus Datenschutzsicht nicht hat, was außereuropäische Transfers angeht. Das gilt ganz besondererweise für Kanzleien, also für alle Berufsgeheimnisträger, Wirtschaftsprüfer, Anwälte, Steuerberater, gilt dann ja auch noch die Vorgabe des 203 StGB, also dass man in besonderer Weise gebunden ist, Schutzmaßnahmen zu treffen, wenn in irgendeiner Weise Berufsgeheimnisse Dritten weitergegeben werden sollen. Da ist besonders drauf zu achten, sowohl mit vertraglichen als auch technischen Möglichkeiten, dass also da keine Berufsgeheimnisse offenbart werden. Und eine der Grundvoraussetzungen ist in jedem Fall eine vertraglich enge Bindung des Drittdienstleisters. Und da hätte ich ein wenig Zweifel, gerade wenn es sich um außereuropäische Dienstleister handelt, was solche Berufsgeheimnisse angeht. Also das ist für alle Berufsgeheimnisträger hier sicherlich ein Thema. Und vielleicht, Joschia, kommen wir dann nachher auch nochmal drauf zu sprechen, auf die besonderen Möglichkeiten, auch noch technische Sicherheit dort hinzuzufügen, gerade was das Ende-zu-Ende-Verschlüsseln von einzelnen Räumen angeht. Also das ist sicherlich für die Berufsgeheimnisträger eine ganz relevante Zusatzfunktion, die wir auch einsetzen. Und dann die dritte Säule hier, der Bereich der Informationssicherheit. Da gibt es, ich sag mal, allgemein gut aufgestellte Provider, aber eben auch Stackfield, die dort versuchen, mit entsprechenden Zertifizierungen als ISO 27001, glaube ich, habt ihr, ne? Und das C5-Testat jetzt, was dieses Jahr hinzukam, also Stackfield, die natürlich dann auch in regulierten Bereichen eingesetzt werden, die bestimmte Zertifizierungen verlangen und die das Haus hier auch anbietet. Also kurzum, das sind so die, ich sag mal, zentralen Aspekte jetzt aus datenschutzrechtlicher Compliance-Sicht. Und da hatten wir, als wir uns Stackfield näher angeschaut haben, eben schnell grüne Haken gesetzt, Auftragsverarbeitungsvertrag, Hosting in der Europäischen Union, auch was die Dienstleisterketten intern angeht und das Thema Informationssicherheit mit marktüblichen Zertifizierungen. Darf ich da kurz einhaken? Ja, du hast es ja auch eben angesprochen, was für Kriterien da für euch relevant waren. Wie würdest du empfehlen, geht man davor, legt man sich eine Checkliste an und sagt, das sind Kriterien, die müssen für uns gegeben sein, wenn wir ein Tool anwenden? Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr so eine Checkliste vorab angelegt? Wir haben so Checklisten alleine, weil ich sag mal, das zur Verfügung stellen dieser Kriterien auch eine Anforderung ist, die natürlich wir gegenüber unseren Kunden quasi erbringen. Also wir dann den Kunden sagen, achtet dort auf folgende Aspekte. Eine wesentliche Entscheidung, die man treffen muss, ist die Frage mit dem außereuropäischen Bezug oder dem rein innereuropäischen, weil das Angebot der Dienstleister natürlich auch ganz stark variiert. Also dann eine Asana eben rausfliegt beispielsweise, ja, oder also dann sich die Anzahl der möglichen Optionen dadurch natürlich stark verändert. Also das ist aber eine grundsätzliche Entscheidung, die man treffen muss. Und ich würde gerade Berufsgeheimnisträgern, an die sich das Webinar heute ja insbesondere auch richtet, auch empfehlen, auf rein europäische Dienstleister zu setzen, auch aus nicht nur Datenschutzsicht, sondern insbesondere im Hinblick auf den 203 StGB. Und dann ist immer der Rat bei der Auslagerung zu schauen, ob marktübliche Zertifizierungsstandards vorgelegt werden können.
Ich weiß, dass auch Zertifizierungen im Bereich der Informationssicherheit keine absolute Garantie sind. Also auch ein zertifiziertes Unternehmen kann Fehler machen und Opfer eines Angriffes werden, das ist schon klar. Aber wenn ich die Auswahl habe zwischen einem Unternehmen, das bestimmte Zertifizierungen vorlegen kann und einem, das das nicht kann, gilt der Vorzug aus Compliance-Sicht ganz klar dem zertifizierten Haus. Und zu guter Letzt das Thema technisch-organisatorische Maßnahmen. Ich hatte da auch mit eurem Gründer, dem ich länger auf LinkedIn schon folge, so ein bisschen einen Einblick bekommen, wie so euer Haus tickt, in Anführungszeichen, also welche Philosophie da auch von der Spitze her gelebt wird, und hielt das auch da bestimmt ein Jahr lang verfolgt, bevor wir uns dafür Stackfield entschieden haben. Hab dann schon auch mitbekommen, welchen Wert eure Geschäftsleitung auf dieses Thema legt und wie man das so betrachtet, und hatte mir dann gerade eure Funktionalitäten rund um die Verschlüsselungspraktiken und so weiter dann da genauer angeschaut, was gerade, wenn es jetzt nicht nur um Büroorganisationen geht, sondern möglicherweise auch die Ablage von vertraulichen Informationen, die irgendwie Berufsgeheimnis unterliegen, dann doch den erforderlichen Schutz gibt, dass da also auch ein Zugriff durch Dritte, wie beispielsweise euch im administrativen Bereich, technisch ausgeschlossen ist, sondern dass es wirklich nur die 2 Personen anschauen können, die die Kommunikation dann da angeht. Ja, das ist sehr, sehr schön zu hören, weil das ist ja auch die Philosophie dahinter. Also genau das wollen wir ja gewährleisten. Und du hast es gerade angesprochen, so Zertifizierungen oder Auditierungen sind eine Möglichkeit, das nachzuweisen, um das eben dann auch nach außen sichtbar zu machen. Und wenn das dann auch gesehen wird, ist das natürlich für uns auch Bestätigung, dass es sinnvoll ist, das zu machen. Ja. Wunderbar. Ich würde sagen, jetzt haben wir ein bisschen über das Thema Datenschutz gesprochen. Jetzt können wir auch mal wirklich ins Doing gehen und mal darüber sprechen, wie ihr von welchen Herausforderungen ihr kommt. Du hast es gerade schon angeschnitten und was ihr letztendlich auch mit Stackfield macht. Außer, ich habe dir jetzt noch was vorweggenommen. Sehr gern auf die nächste Folie. Genau, also wir haben zum einen die Mandatsarbeit natürlich, also welche Themen hat welcher Mandant, wo steht er gerade in seinen jeweiligen wo stehen wir in den jeweiligen Projekten mit dem Mandanten. Aber ich habe auch schon erwähnt, wir haben eine ganze Reihe von digitalen Produkten, die ständiger Entwicklung und Produktoptimierung bedürfen. Wir haben darüber hinaus Änderungen, Anpassungen der Webseite, an der wir recht viel arbeiten. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, wo wir einmal pro Woche ein Video veröffentlichen. Das heißt, auch da ist viel Abstimmungsarbeit in der Vorproduktion und in der Nachproduktion. Und wir haben einfach festgestellt, das Team wuchs und die Themen der Abstimmung wuchsen, dass wir so mit den klassischen Themen wie E-Mail-Kommunikation oder File-Server-Ablage einfach den Überblick zu verlieren begannen und einfach ertranken in Informationen. Keiner wusste mehr so genau, wo stehen wir zu den einzelnen Themen. Also eben die Feststellung, die ja, ich sag mal, auch keine neue ist, aber dass E-Mail als Planungstool einfach kein taugliches System mehr ist, wenn es denn je eins war. Wir auf der anderen Seite natürlich auch gesagt haben, okay, also Asana mag für externe Projektsteuerung, wo man plant, was man auf die Webseite packen wird, was öffentlich ist, mag das noch irgendwie ausgehen, aber alles, was in irgendeiner Weise personenbezogene Daten beinhaltet oder aber andere vertrauliche Unternehmensinterner betrifft, brauchen wir mehr an vertraglicher und technischer Zusicherung. Und das haben wir eben bei Stackfield gefunden. Wir gucken ja nachher mal in so eine Musterkanzlei hinein. Diejenigen, die Stackfield einsetzen, kennen es vielleicht ja auch schon. Also man hat dann eben in so einer Art Hauptbaum die Möglichkeit, Projekte oder Projektgruppen zu erstellen und sich dann da einzelne Bereiche dann dort anzulegen und dann in der Hauptseite von Stackfield dann die Möglichkeit in unterschiedlicher grafischer Form, wir nutzen meistens das Kanban-Board, dann da die Projekte und ihren Status
da sehr übersichtlich zu erfassen. Was wir auch nutzen, ist den verschlüsselten Informationsaustausch. Die Plattform als solche ist ja verschlüsselt, was die, ich sag mal, den unberechtigten Zugriff Dritter angeht, also die klassische Transportverschlüsselung. Aber natürlich ist im Standard-Setup ein Administrativzugriff auch zur Support- und Problembehebung von Stackfield grundsätzlich möglich. Man kann aber einzelne Räume auch so konfigurieren, dass eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung stattfindet, sodass tatsächlich nur die einzelnen User darauf zugreifen können, dürfen dann ihr Passwort vergessen, sonst sind die Daten weg. Da kann Ihnen sonst auch der Support nicht weiterhelfen, aber Sie haben dann da eben einen zusätzlichen technischen Layer auch über das Ganze gelegt. Was wir den Mandanten im Bereich Informationssicherheit darüber hinaus auch immer noch mit an die Hand geben, ist, dass alle datenhaltenden Systeme Zwei-Faktor abgesichert sein sollten. Auch das ist bei Stackfield empfehlenswert. Da gibt es unterschiedliche, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Paketgrößen, wo man das dann individuell oder für alle automatisch aussteuern kann. Aber es ist in jedem Fall in allen Paketen möglich, Zwei-Faktor-Authentifizierung zu wählen. Das würde ich in jedem Fall empfehlen, denn das zeigt auch die Art und Weise, wie Systeme angegriffen werden. Nur Benutzername und Passwort sind kein, aus meiner Sicht, ausreichender Schutz mehr, um datenhaltende Systeme abzusichern. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Alle, die Stackfield nutzen oder nutzen wollen, sichern Sie Ihre Accounts mit dem zweiten Faktor ab. Wir nutzen es also für klassisches Projektmanagement. Wir sammeln dort alle Formen von Optimierungsvorschlägen für unsere eigenen webbasierten Produkte. Wir haben einen internen Chat, den wir nutzen, die Kollegen nutzen zur Abstimmung von Mittagspausenplanung bis Projektplanung. Ja. Wir nutzen es für den allgemeinen Ideenaustausch. Die Kollegen nutzen es auch für gewisse Projektplanung bei den Mandanten. Und wir nutzen es fürs Produktionsmanagement für YouTube-Videos. Da haben wir nachher ja auch noch einen Screenshot vorbereitet. Wollen wir zur nächsten Folie? Ich würde nur noch kurz anknüpfen, weil ich es witzig finde. Ich glaube auch, dass der Lunch-Chat bei uns auch der beliebteste ist, aber das gehörte vielleicht auch dazu, dass das Mittagessen ein zentrales Element im Zusammenarbeiten ist. Ja. Ja, du hast vielleicht kannst du auch noch was sagen zu euren Verschlüsselungsoptionen, weil das ist ja jetzt nur das, ich sag mal, was ich als Kunde aus den Beschreibungen verstanden habe, aber vielleicht kannst du da auch noch mal 2, 3 Takte zu ausführen. Genau, also im Zweifel werde ich wieder bei uns aus der IT-Abteilung gelyncht, aber also ich habe natürlich auch nur eine halbe Expertenperspektive da, aber es gibt verschiedene Formen von Verschlüsselung und vereinfacht gesagt können Informationen auf dem Weg von A nach B verschlüsselt werden und sie können auf einem Server dazwischen verschlüsselt werden. Und in der Regel passiert es nicht so, dass beide Varianten kombiniert werden. Und bei uns ist es eben der Fall, dass sie sowohl auf dem Weg von A nach B verschlüsselt werden, als auch auf dem Server, auf dem sie zwischengeparkt werden. Und das führt dazu, Sebastian, du hast es eben schon gesagt, dass nicht mal wir Informationen einsehen können. Also wir haben auch keine Möglichkeit, wenn Ende zu Ende verschlüsselt ist, Informationen einzusehen, die nicht für uns gedacht sind. Heißt, wenn Sie, liebe Teilnehmende, an Ihren Kollegen, Ihre Kollegin Informationen versenden, dann gibt es 2 Personen, die sehen können. Das sind Sie und der Kollege, die Kollegin, die Information enthält. Und das ist, glaube ich, der maximale Schutz, den man da haben kann. Und es ist auch ein USP von uns, weil es das in der Richtung nicht gibt im Projektmanagement bei anderen. Und das freut uns natürlich, dass das dann gerade beim Datenschutzexperten wie dir dann auch gut ankommt. Ja, und wahrscheinlich auch bei den beteiligten Berufsgeheimnisträgern, denn das ist tatsächlich immer ein Schmerzpunkt. Den 203 StGB in der Praxis auszulegen, ist eine Wissenschaft für sich, mit, ich sag mal, auch in Teilen unklaren Verlauf an den Rändern. Da ist auf jeden Fall eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein wirklich starkes Argument da an der Stelle, irgendwelchen Fragen da aus dem Weg zu gehen. Ne?
Und für alle, die es dann jetzt auch da technisch interessiert, wie das wirklich abläuft, gibt es auf unserer Website im Bereich Sicherheit, gibt es auch nochmal eine ausführliche Erklärung dazu. Kann man sich das auch nochmal durchlesen. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal mit dem Beispiel weiter, das du mitgebracht hast. Und du hast ja schon euren YouTube-Kanal angesprochen und dann schauen wir einfach mal drauf. Also ich will jetzt hier auch nicht unnötige Werbung für den YouTube-Kanal machen, aber natürlich soll erlaubt sein, weil er ist soll erlaubt sein. Unter Datenschutzvideos veröffentlichen wir einmal, also und der Kanal heißt Datenschutzvideos und der Kanal heißt im Übrigen Café Datenschutz, einmal pro Woche ein kurzes Video. Wir sagen im Spaß immer, die Dauer des Videos ist jene, die es braucht, um einen Cappuccino zu trinken oder einen Espresso oder was immer Sie gerne trinken. Und das findet bei uns im Büro vor einer alten Gaccia statt. Da haben wir einmal pro Woche ein Video zu einem Datenschutzthema oder einem Infosec-Thema. Und das durchzuführen, das habe ich jetzt auch in den letzten 2 Jahren, in denen wir den YouTube-Kanal betreiben, ist weit mehr, als sich bloß einmal die Woche vor die Kamera zu stellen. Denn das ist einiges an Vorbereitung. Zu welchem Thema drehen wir? Wie bauen wir das Skript auf welche Seiten weisen wir hin, dann muss man das Ganze drehen, dann muss man es schneiden und veröffentlichen und Titel. Das heißt, da sind ganz viele Projektschritte erforderlich und das eigentliche Drehen, das ist im Vergleich dann noch schnell getan. Also die Vor- und Nachbereitung ist das eigentlich Aufwendige. Und ich bin ein riesengroßer Fan von diesen Kanban-Boards und Sie finden jetzt mal hier beispielsweise wie wir es dann hier aufsetzen. Also wir haben dann hier ein Board, da sammeln wir alle Ideen. Dann haben wir in Vorbereitung, das ist, wenn man die Idee überführt in ein fertiges Videoskript. Dann die wir an dem Tag drehen, die packen wir uns dann im Dreh. Dann, wenn es gedreht ist, geht es weiter im Schnitt. Und dann kommt fertig und dann ist veröffentlicht. Das heißt, wir haben die verschiedenen Stadien dann quasi hier in diesen einzelnen Unterschritten und Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir dann halt hier für jedes Video, das wir drehen, dann so ein eigenes Element im Kanban-Board haben und das wandert dann von links nach rechts. Wir haben dann da die Mitglieder von uns, die da an dem Dreh beteiligt sind, oben in dem Raum. Sie können dann die einzelnen, wie nennt ihr das? Tickets? Nein, Elemente, die einzelnen Aufgaben, hat ja jeder seinen eigenen Sprache, also die einzelnen Aufgaben können Sie dann auch einzelnen Personen zuordnen oder um die Zuständigkeiten auch klar zu dokumentieren. Das im Kern ist die Funktionalität, die aus viel Chaos wieder Transparenz schafft, weil man hat ein klares visuelles Bild, wo stehe ich zu welchen Projekten, an was wird gearbeitet, wer ist für was zuständig. Und so machen wir das für eine ganze Reihe von eben Projektsteuerungen, für die wir bei uns Stackfield einsetzen. Und das, was ich sag mal dann vielleicht früher in hunderten E-Mails geklärt oder in irgendwelchen separaten Listen geführt wurde, bietet das hier halt eine wirklich sehr sinnvolle und einfache Übersicht, um da die Transparenz aufrechtzuerhalten. Man kann da ganz viel noch mehr machen damit. Man kann das in Listen pflegen, jetzt bei Stackfield. Joshua, da musst du mir helfen. Man kann das mit Zeitlinien versehen. Man kann da Fälligkeiten pflegen und so weiter. Also man kann das einfach nutzen und dann hat man die visuelle Übersicht und dann gibt es ganz viel Ausbaustufen in der Tiefe, die man nutzen kann, aber nicht muss, je nach Bedarf und Projektsteuerungsbedarf. Also beim Onboarding, das wir damals von euch bekommen hatten, da war ein Kollege, der hat uns da gezeigt, was da noch alles geht, wenn man also Projektmessung und Zeitmanagement und so weiter alles betreiben kann. Das kann man alles auch noch aus dem Tool rausholen. Für uns ist es ausreichend, dass wir, ich sag mal, das Chaos, was wir vorher hatten, überführen in eine visuelle Struktur mit diesen Elementen und Aufgaben, die dann einfach Stück für Stück von links nach rechts wandern und uns so nichts mehr verloren geht und wir immer alles, was wir eben zu einer einzelnen Aufgabe brauchen, immer eben auch in diesem einzelnen Element dann gespeichert halten. Ja, du hast es schon wunderbar erklärt. Ich glaube,
das Wichtigste ist, und du hast einen entscheidenden Faktor gesagt, ist, dass man dieses E-Mail-Chaos irgendwo hinbringt, wo es transparent ist und wo es auch geordnet ist. Und dafür ist das Kanban-Board Gold wert. Wenn es für dich okay ist, würde ich mal ins Tool reinspringen und mal zeigen, wie das ganz konkret aussehen kann. Dann 1 Sekunde brauche ich dafür. Ich teile mal kurz meinen Bildschirm. So. Jetzt muss ich noch ein Feld verschieben. Nicht wundern, ich habe hier 2 Bildschirme und dann kannst du mir kurz ein Signal geben. Sieht man denn die Stackfield? Ja, ich sehe die Musterkanzlei, genau. Wunderbar. Genau, du sagst es schon richtig, wir sind jetzt in der Musterkanzlei. Wir haben mal eine Kanzlei angelegt und ein bisschen skizziert, wie es darin aussehen könnte. Das ist so diese ganz klassische Stackfield-Benutzeroberfläche. Wir starten hier in meiner Woche. Die ist noch schön aufgeräumt, meine Woche. Keine To-Dos, so wie das im Traumfall sein soll. Und du hast es auch schon angesprochen, das ist wunderbar erklärt. Hier in der Seitenleiste gibt es eben die verschiedenen Bereiche von Stackfield. Also, und ganz entscheidend ist eben diese Raumstruktur, für die Stackfield noch gar nicht kennen unter den Teilnehmern. Und wir wollen heute mal 2 Dinge zeigen. Wir wollen zum einen mal zeigen, wie man exemplarisch seine Mandate in Stackfield verwalten kann. Und zum anderen wollen wir zeigen, wie man die Raumvorlagen in Stackfield nutzen kann. Das ist nur so ein einfacher Schritt vorweg. Man kann in Stackfield alles Mögliche abbilden, was in so einer Kanzlei anfällt. Das kann ganz konkret sein, die Mandatsverwaltung, wenn es darum geht, mit Mandaten zu antworten. Es sind aber eben auch Sachen wie, was der Herr Kraska eben angesprochen hat, Marketingaktivitäten, Akquise, sowas kann natürlich auch hier gemacht werden. Und für viele Dinge gibt es auch schon Vorlagen. Und das wissen viele Leute nicht, die Stackfield bereits nutzen. Und deswegen würden wir das gerne mal kurz zeigen. Und zwar, wenn Sie einen neuen Raum erstellen wollen und Sie sagen sich, hey, wir haben bei uns die Buchhaltung, wir haben Bürobeschaffung, wir haben HR, wir haben IT, schauen Sie einfach mal rein, was es vielleicht schon in den Vorlagen gibt, Stackfield-seitig, was da vielleicht schon vorbereitet ist. Nämlich, wenn Sie einen neuen Raum erstellen, können Sie auf Vorlagen zugreifen. Das geht hier über diesen Klick. Und wir gehen jetzt mal auf Finanzen, weil wir beispielsweise eine Buchhaltung aufbauen wollen und sehen, oh, hier gibt's Vorlagen. Hier gibt's Vorlagen, mit denen kann ich mich auseinandersetzen. Und dann können Sie einfach eine bestehende Vorlage nutzen. Die hat dann bereits Aufgaben, Boards vorbereitet, die in den Themenbereich passen. Und Sie können die dann nach Ihren Vorstellungen modifizieren. Das ist was häufig untergeht in Stackfield. Deswegen wollte ich es Ihnen jetzt mal zeigen, weil es eigentlich auf alle Bereiche anwendbar ist und genauso auf Kanzleien, wo eben auch so Tagesaufgaben nebenher kommen, wie Buchhaltung, wie Human Resources, Personalwesen und solche Aspekte. Und für all das gibt es auch schon Vorlagen bei uns. Da wir uns jetzt aber mit einem Thema beschäftigen, das ja eben ein bisschen Special Interest ist, weil Sie ja auch in eine spezifische Branche gehen, gehen wir jetzt mal in die Mandatsverwaltung. Und dafür haben wir einen ganz eigenen Raum angelegt. Und dieser Raum ist aufgebaut wie alle Räume in Stackfield, der hat verschiedene Module. Nicht wundern, wir haben die Module hier ein bisschen umbenannt. Und zwar haben wir ihnen Namen gegeben, die zu dem passen, was wir hier tun. Und jetzt sind wir im Aufgabenboard eines Raums. Sebastian, du hast es vorhin mal kurz angeschnitten. Ihr nutzt das Board unter anderem für eure YouTube-Videos. Hast du noch so 1, 2 Beispiele, für was das Aufgabenboard bei euch zum Einsatz kommt? Wir nutzen es, um den Beratungsstatus von einzelnen Mandaten zu erfassen. Also in welcher Phase inhaltlich von Onboarding über Beratung dann die einzelnen Mandate sind. Wir nutzen es auch, um Verbesserungsmöglichkeiten unserer digitalen Produkte zu sammeln. Also wann immer wir irgendwie Ideen haben, wie die Produkte verbessert werden können oder wir Empfehlungen, Rückmeldungen von Mandanten erhalten, wie man das optimieren könnte. Es gibt ja immer was zu tun an der Stelle. Erfassen wir das auch hier in den Kanban-Boards und begleiten dann darüber auch die Implementierung und Weiterentwicklung dieser Tools. Ja? Also wir arbeiten sehr viel mit den Kanban-Boards. Links ist dann immer die Ideenspalte, wo wir in Elementen alle neuen Ideen in Elementen packen und dann nach rechts eben dann die Weiterentwicklung bis hin zur Umsetzung und der Fertigstellung dann erfassen. Also es ist meistens diese von links nach rechts Bewegung von der Idee bis zur Umsetzung jeder Vorgang wird dann eben in diesem eigenen Element erfasst, wo dann alles hinzugepackt werden kann an verknüpfter Information, was weiß ich, Word-Dokumente, Links, Text. Du kannst ja mal ein Element aufmachen, vielleicht also was man da alles reinpacken kann, bis hin zur
Erfassung von Fälligkeiten, Zustand und so weiter. Also das ist ja sehr weitgehend, was man dann da noch an Erfassung im einzelnen Element vornehmen kann. Wichtig ist halt, man hat alles zu dem einzelnen Element an einer zentralen Stelle zusammengefasst. Das ist eigentlich das Wesentliche und kann das Element dann in dem wie auch immer angepassten Kanban-Board dann von links nach rechts schieben. Ja, wunderbar. Du hast es gerade auch schon top erklärt und eben auch das Beispiel eigentlich angesprochen, das wir hier abgebildet haben, wenn es um die Projektmandatsverwaltung geht. Ich habe die Spalten jetzt hier ein bisschen anders benannt, als du sie gerade benannt hast, aber ich glaube, im Grunde ist es was Ähnliches. Wenn wir hier ein Mandat annehmen, dann irgendwie eine Sachverhaltsermittlung haben, Kommunikation mit dem Mandanten oder mit der Mandantin, Vertretung letztendlich, Abschluss, Nachbereitung. Genauso haben wir das mal abgebildet und wollten eben zeigen, wie man so einen Prozess nachbauen kann in Stackfield. Der ist jetzt natürlich nicht universell anwendbar, aber ich glaube, man kann da schon was rausziehen, wie man so einen Prozess abbilden kann und wie man ihn auch vereinfachen kann. Und da würde ich jetzt, du hast gerade schon die Aufgabenkarten angesprochen, gerne was zeigen, was sehr, sehr viel Arbeit ersparen kann. Ich vermute mal, du wirst mich da bestätigen, da kommen auch immer Routineaufgaben auf, wenn man Mandate verwaltet, oder? Also das sind Dinge auch häufig ähnlich, wenn zwischen verschiedenen Mandaten und man muss eben im Onboarding vielleicht auch die gleichen Dinge tun. Und da bietet Stackfield Funktionen, wie man davon profitieren kann. Also wenn man jetzt hier in die Aufgabenkarten einschaut, haben wir immer die gleichen Checklisten eingebaut. Und jede Aufgabenkarte steht hier für ein Mandat. Und wenn man jetzt sagen würde, es kam ein neues Mandat bei uns in der Kanzlei rein, dann können wir einfach dafür eine Aufgabenkarte erstellen. Und jetzt gibt es die Funktion, wir können die aus einer Vorlage erstellen und wir können schon eine Aufgabenkarte vorbereiten. Wir können die Aufgabenkarte so vorbereiten, wie wir sie brauchen, wie sie im Idealfall vielleicht aussehen sollte. Und dann können wir immer auf die gleiche Vorlage zugreifen. Und das haben wir eben hier mal vorbereitet, dass sie zu den einzelnen Phasen passt. Und dann ist dieses Mustermandat, das gibt es. Ich kann das einfach auswählen. Und dann gebe ich dem einen Titel. Das ist zum Beispiel Mandat. Ich nenne es jetzt mal Webinar. Vergebe den Titel, kann hier noch ein Aktenzeichen eingeben dazu, wenn mich das interessiert oder wenn das für einen relevant ist und hat dann eben eine Aufgabenkarte erstellt für dieses Webinar. Und wir haben jetzt hier bereits Checklisten vorbereitet, die immer wieder zum Einsatz kommen, wenn ich ein neues Mandat eröffne. Also sprich, ich boarde habe die Onboarding-Phase eines neuen Mandats, dann habe ich die gleiche Checkliste immer, die ich erfüllen muss. Und Sebastian hat es eben auch schon angesprochen, ich kann hier auch direkt Dokumente verknüpfen. Also zum Beispiel gibt es immer eine Mandatsvereinbarung, kann ich hier hingehen und meine Mustervereinbarung, die ich bereits irgendwo hinterlegt habe, kann ich einfach hinzufügen und dann weiß die Person, die es bearbeitet, direkt, da gibt es ein Muster, auf das kann ich zugreifen, muss nur noch Details ändern und habe alles direkt am richtigen Ort. Und so kann man viel vorbereiten, kann viel automatisieren und verringert so ein bisschen den Aufwand und vielleicht auch die Fehleranfälligkeit des Ganzen. Und im Normalfall würde das jetzt beispielsweise so laufen, ich bin zuständig für das Onboarding, nehme dieses auf, erledige diese Aufgaben. Okay, wir haben die erste Phase erledigt, dann gebe ich das in den nächsten Schritt. Jetzt habe ich die Aufgabe nicht bestätigt, jetzt ist sie verloren, ich mache es nochmal. Das war der Vorführeffekt. Genau, dann speichere ich die Änderungen und habe hier meine neue Aufgabe. Jetzt habe ich die erste Phase habe ich abgeschlossen. Ich bin zuständig für dieses Mandat, weiß aber, jetzt geht es in die zweite Phase, aber jetzt ist der Herr Klaska zuständig, weil er hier den Sachverhalt ermittelt. Und dann kann ich hier abgeben an meinen Kollegen, nehme mich raus aus der Aufgabe und hinterlasse ihm noch einen Hinweis. Alles vorbereitet, du kannst übernehmen. Und der Kollege weiß direkt, wenn ich ihn jetzt auch tagge und nicht nur die Nachricht schicke, dass er gemeint ist und für was er jetzt verantwortlich ist und kann hier mit dem zweiten Teil weitermachen. Und das ist was, wo wir merken, dass in ganz, ganz vielen Bereichen sehr, sehr viel Arbeit abnimmt. Und ihr arbeitet auch mit Aufgabenkarten. Du wirst mir da wahrscheinlich recht geben, dass man man macht weniger Fehler, man verliert weniger Dinge aus den Augen und auch beispielsweise, wenn jetzt jemand im Urlaub ist, kann man hier direkt sehen, der Herr Krasker war hierfür zuständig, der ist jetzt gerade beispielsweise krankheitsbedingt verhindert. Ich kann eingreifen und kann an der Stelle übernehmen. Ja, und ab einer gewissen, also wenn man nur zu zweit arbeitet, dann kann man das auch natürlich einfach abstimmen. Aber wenn das Team eine gewisse Größe irgendwann überschreitet, dann stellt man fest, ich verliere die Transparenz.
an was wird gearbeitet, wer macht eigentlich was war der Stand. Und also diese Kanban-Boards insgesamt sind ein sehr hilfreiches Tool, diese Transparenz im Team aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, man sollte am Anfang sich etwas Mühe geben beim Einlernen des Teams, dass es alle verstehen, dass alle die Grundfunktionalitäten verstehen, dass, ich sag mal, so ein bisschen das Grundverständnis einfach da ist. Dafür gibt's ja auch das Onboarding mit jemandem von Stackfield. Es gibt auch sehr viel Material dort, aber dass man sauber einmal dem Team die Nutzung erklärt, das muss jetzt nicht in jede tiefste Verästelung von allen Funktionen dort gehen, aber dass man diese Grundfunktionen einmal sauber versteht, das ist auch kein Hexenwerk, aber man muss es halt einmal verstanden haben. Und es gibt ja auch diesen Spruch KISS, keep it short and simple, ja, also und das ist mit dem Tool möglich. Also das haben wir auch festgestellt. Und dass man einfach das Team ins Arbeiten bekommt mit dieser Art und Weise. Und dann ist das eine sehr sinnvolle Möglichkeit, einfach die Transparenz aufrechtzuerhalten. Ne? Ja, super. Du hast jetzt das gerade auch schon angesprochen, wie man es an die anderen vermittelt. Was wir da auch häufig hören, ist, was eine sehr, sehr beliebte Methode ist, dass man natürlich auch, wenn man jetzt hier so einen Prozess hat, den denkt sich eine Person aus und die anderen denken sich, na toll, was soll ich jetzt mit diesem Kanban-Board, was muss ich hier machen? Man kann natürlich auch alle notwendigen Informationen hinterlegen, kann hier Seiten nutzen. Wir haben das jetzt in dem Fall zum Beispiel gemacht. Und dann ist der Prozess einfach erklärt. Dann ist da erklärt, was man sich dabei gedacht hat. Und man hat direkt die Info, die dazugehört, hinterlegt, kann die theoretisch auch direkt in der Aufgabenkarte verlinken. Und dann steht hier drin, wenn ich mich frage, was ich machen muss, dann gucke ich einfach in den Leitfaden rein. Und so kann man eben Infos auch immer zugänglich machen. Und was du jetzt, glaube ich, auch zweimal angesprochen hast, ist so diesen Aspekt Keep it simple und so viel, wie man braucht, das ist auch ein Ding. Also wenn man jetzt hier oben diese Spalten sieht und total überfordert ist, was sind jetzt Leitfäden, was sind Dateien, was ist Austausch, man kann das auch reduzieren und man kann genau das nutzen, was man braucht. Also wenn jetzt jemand sagt, ich brauche nur das Aufgabenboard, dann gibt es eben nur dieses Board und die anderen Module sind ausgeblendet. Also man kann das immer am eigenen Bedarf orientieren. Jetzt gucke ich ein bisschen auf die Zeit, wir sind schon fortgeschritten. Deswegen würde ich jetzt mal hier schon die Tool-Demo wieder unterbrechen und springe mal zurück ins Webinar, damit wir noch uns 2 Fragen widmen können. Ich hoffe, das war jetzt so verständlich, wie ich es gerade gezeigt habe und man hat alles gut sehen können. Du hast gerade schon euer Onboarding angesprochen, Sebastian. Was würdest du denn sagen, wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr so auch klare Regeln vorgegeben? Habt ihr gesagt, das ist der Prozess, so wollen wir das machen? Oder habt ihr eher gesagt, wir probieren uns mal aus und jeder tastet sich für sich so daran? Was würdest du auch empfehlen? Also wir haben wir hatten einen Kollegen von euch, der das Onboarding gemacht hat. Und da haben wir einen Webtermin ausgemacht, wo das ganze Team dabei war. Der Kollege hat sich einverstanden erklärt damals oder hat es sogar aktiv vorgeschlagen, ich weiß es nicht mehr, dass wir es aufzeichnen können. Das heißt, wir haben das Onboarding-Gespräch mit dem Kollegen aufgezeichnet und haben die Kopie der Aufnahme bekommen, was sehr hilfreich war, weil wir dann quasi eine Videodatei hatten, die wir uns dann nochmal anschauen konnten, wenn wir irgendwas nicht verstanden hatten oder nochmal neue Teammitglieder einfach einlernen wollten, dass wir denen gesagt haben, schau dir mal das Onboarding von damals an, da wird das alles erklärt. Also da hatten wir einen Kollegen, das ging, glaube ich, so 3/4 Stunde lang, der uns einfach einmal die Funktionalitäten erklärt und gezeigt hat, dass man das einmal gesehen hat. Und dann haben wir uns im Team zusammengesetzt und haben überlegt, welche Themen dort an der Stelle aus unserer Sicht Sinn machen, in diesen einzelnen Räumen dann dort aufgegriffen zu werden. Ja, und dann haben wir diese Kanban-Boards und die Räume gebaut und ab da ging es mit der Nutzung los. Ja. Also Onboarding mit Stackfield, um die Funktionalitäten zu klären, vielleicht klären, ob man das aufzeichnen kann, um die Leute nachzuschulen, die nicht dabei waren oder neue Teammitglieder zu erreichen und dann einen internen Workshop, um zu überlegen, welche Aufgaben intern man sinnvollerweise in diesen einzelnen Räumen abbilden kann, wo vielleicht keine Transparenz in den bisherigen Prozessen ist und wo man
seine bisherigen Prozessstrukturen da entsprechend optimieren kann. Alles klar. Ich habe jetzt gerade nur hier an der Seite gelesen, dass jemand schrieb, wir hätten keinen Ton, aber ich glaube nicht, dass es stimmt. Vielleicht einfach mal checken, ob das irgendwie am individuellen Ausgang liegt. Ich höre den Herrn Kraska auf jeden Fall wunderbar. Wir sind aber auch schon am Ende leider. Ich hätte jetzt noch ein paar Fragen stellen können. Es ging schneller vorbei als gedacht. Aber jetzt kommt auch im Chat die Nachricht, dass es an anderer Stelle funktioniert mit dem Ton. Deswegen, Sebastian, ich kann nur noch mal Danke sagen. Es hat viel Spaß gemacht mit dir. Es war sehr kurzweilig. Ich hoffe, es hat auch allen Teilnehmenden Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um sich das anzuschauen. Wenn im Nachgang Fragen aufkommen, melden Sie sich einfach bei uns. Sie erreichen unseren Support per Mail. Sie können auch gerne, ich sag jetzt mal für uns beide, Sebastian, uns gerne auf LinkedIn kontaktieren. Wir sind da unter unseren Namen zu finden und dann wünschen wir viel Spaß beim Arbeiten. Noch einen schönen Nachmittag. Danke für die Einladung und folge uns auf YouTube. Vielen Dank. Ganz genau. Ja, wunderbar machen Sie das. Das lohnt sich.